Teamvorstellung von den Case King Modding Maniacs, und zwar der Ali und der Johannes. Was ist denn euer Konzept dieses Jahr von eurem Case? Wer mag? Also unser Konzept dieses Jahr ist ein Safe. Also wenn man es mal so nimmt, haben wir hier die ganze Story auf der Wand stehen von unseren ganzen DCMMs, die es gab, die wir teilgenommen haben, also 24-Stunden-Modding. Ja. Inklusive dem Jahr, wo ich nicht da war, wo ich den Ali verlassen habe, den Armen. Also wir bauen halt einen großen Safe nach, verwenden dort auch eine schöne Technik mit Sand. Vielleicht werden wir das auch ein bisschen später erzählen, nicht so viel Spannung vorwegnehmen. Wir wollen ja noch nicht alles sagen. Ja. Genau. Man wird halt am Ende sehen, was es mit dem Sand auf sich hat. Also es gibt dann so eine gusseiserne Optik. Das kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ja, die Dimensionen sind natürlich wie bei uns immer halt üblich relativ groß. Wir bauen big is beautiful. Genau, big is beautiful. Ja, ansonsten kann man halt sagen, dass wir halt ein bisschen umbauen mussten. Wir haben einen Mini-ID-Export, aber haben halt einen ADX-Board. Das heißt, ein bisschen umdisponieren mussten wir dieses Jahr, weil wir halt in die Größe gehen müssen. Das heißt, bei uns ist es ein Subwoofer ins Gehäuse gewandert, dafür aber das Mainboard ans Gehäuse außen dran. Wird man aber später nicht sehen, weil ja alles hier, das ganze Ding, unser Gehäuse sein wird. Das ist so eigentlich jetzt mal so vom Grundlegenden, was wir bis heute gemacht haben. Ist das dann so auch schon die größte Schwierigkeit dieses Jahr bei eurem Case? Eigentlich ist nicht die größte Schwierigkeit, das da reinzubauen, sondern eigentlich ist die größte Schwierigkeit, die ganze Optik hinzukriegen. Die Optik musst du ausschauen, weil das haben wir vor. Es soll so ausschauen, als wäre dieser Tresor, dieses Safe, 2 Millionen Jahren unter dem arktischen Schnee gelegen. Ist unverwüstbar, aber voller Rost und alt und Eisen und so. Aber das ist das Look, was wir anstreben eigentlich. Ja. Genau. Wir sind halt Case-Modder und deswegen ist das für uns eigentlich normal, irgendwie alles umzubauen. Also wenn da jetzt irgendwie das Format nicht stimmt, das ist erstmal völlig nebensächlich. Das ist eine kleine Herausforderung am Anfang, erstmal zu wissen, wie machen wir jetzt das Konzept. Die eigentliche Herausforderung ist eigentlich das Design hinterher, dass das ordentlich aussieht und vor allen Dingen in 24 Stunden, ganz wichtig für uns halt auch handwerklich gesehen, eine gute Qualität zu liefern. Also nicht irgendwas hier zusammenzuleimen und mit überstehenden Kanten und dass es unschön ist, sondern... Ja, nicht, dass wir uns vermessen oder sowas, ne? Ja, genau, dass man sich vermessen. Heute zweimal vorgekommen, nämlich. Ich wollte schon sagen, das ist bestimmt noch nie vorgekommen. Ja, bis jetzt noch nie, ne? Das war Präzedenzfall. Nee, also im Millimeterbereich nicht. Heute ging es in Zentimeterbereich. Also kam noch nie vor, aber unglaublich. Wenn schon, dann machen wir es richtig. Er hat es aber auch gar nicht gemerkt, das ist das Interessante. Ja. Also ich bin irgendwann vorbeigelaufen und habe gesagt, Ali, das passt hinten und vorne nicht, was du da gerade gemacht hast. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass wir anscheinend beim Zusammenstecken, da haben wir zusammengearbeitet, das irgendwie verrutschen lassen haben. Aber sowas für schief, also die sollten parallel sein und die waren so. Also es waren rund 2 Zentimeter Abweichung schon halt auf die 60 Zentimeter hier. Genau, also das ist schon... Da haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber das holen wir nach. Genau. Ist das Zeitlimit und die Aussicht, dass man ein fertiges Case am Ende haben muss, was auch funktioniert, ist das so, konkurriert das mit der Detailverliebtheit, die wir jetzt gerade bei dir schon des Öfteren, sag ich jetzt mal, gesehen hat? Ja, also natürlich, wenn man mehr Zeit hat, kann man viel, viel mehr machen und macht auch Spaß. Aber mir gefällt es auch im Team mit Ihnen zusammen hier zu arbeiten und unter Zeitdruck sowas zu bauen. Und ab und zu sieht man schon, man kriegt Sachen hin, wo man denkt, zu Hause in 500 Stunden hätte ich das sicher nicht so hingekriegt. Und das ist das Ultimatum, Deadline, das macht schon was aus, wenn man unter Druck arbeitet. Aber natürlich, es gibt Konzepte, wo man denkt, so wie letztes Jahr mit Alien Mod, mit mehr Zeit hätte ich dieses und jenes gerne gemacht. Und aber die Konzepte, die wir hier bauen, die passen sich schon ein bisschen an 24 Stunden an. Genau. Wenn wir die ganze Nächte durcharbeiten dürften, dann würden wir noch mehr hinkriegen. Ja. Kann man da von dürften sprechen? 48 Stunden Modding wäre interessant. Was kriegen wir in 48 Stunden hin? Ja, das wäre unglaublich. Da kriegen wir was an. Unglaubliche Geräte hin, wirklich. Aber interessant ist eigentlich zu sagen, kann man eigentlich für alle Teams sprechen, es ist immer gleich. So der erste Tag, das ist so ein bisschen, fängt man gemütlich an. Also man gibt natürlich schon Gas, man weiß, dass man halt die Uhr im Nacken hat, aber es ist noch nicht so präsent. Also man guckt zwar auf die Uhr, man guckt dann, okay, es sind jetzt 3 Stunden rum, das ist noch nicht so wild. Und am zweiten Tag geht das so langsam los, wo man dann immer öfter auf die Uhr guckt. Und dann guckt man schon, dass man versucht, irgendwelche Arbeiten in einer gewissen Zeitspanne abzuarbeiten. Und am dritten Tag, das ist dann totales Chaos, weil man hat nicht nur die Uhr im Nacken, sondern man sieht auch noch, dass man fertig werden muss. Dann ist noch irgendein Kabel nicht richtig
an der richtigen Stelle oder man hat noch irgendwie Ja, dann merkt man auch, zu dass machen. was fehlt vielleicht. Oder? Genau, und dann Ja. setzt Panik ein. Und das ist ein heikler Moment, weil wenn man unter Panik anfängt, irgendwas zu machen, dann geht es schnell schief. Und wenn es schief geht, am Ende, die letzten 8 Stunden, da kann man halt kaum noch irgendwas rausreißen. Das ist halt das Wichtige, dass man in den letzten 8 Stunden eigentlich die Ruhe bewahrt und eigentlich so konstant weiterarbeitet, wie man es schon vorher gemacht hat. Aber das kann man so einfach sagen, aber das ist eigentlich... Ja, es ist einfach zu sagen immer, ne? Genau. Also am ersten Tag, man denkt, oh, ich habe Zeit. Am zweiten Tag, man denkt, es könnte knapp werden. Am dritten Tag sagt, shit, ich habe keine Zeit. Da merkt man, da kommt die Realität und puff, der sagt, hey, es muss fertig werden. Ne? Aber, Wie jede Hausarbeitsdeadline von mir. ja, genau. Also, aber zum Schluss wird man doch irgendwie fertig. Aber das Gute ist, viele Sachen, wo man doch nicht fertig kriegt natürlich, die kann man dann später auch nochmal weiterarbeiten. Also den Alien-Mod zum Beispiel von letztes Jahr habe ich auch weiter fertig gebaut. Und es ist immer gut, wenn man von vorne nach hinten arbeitet, weil vorne ist wichtig und hinten Verkabelung und so. Wir haben ein paar Mods gehabt, wo die ganzen Dreadlocks hinten raushängen. Und, aber vorne soll es schon ausschauen. Und es soll funktionieren natürlich. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Als Abschlussfrage, woran erkennt man denn einen Case-Mod von euch? Woran erkennt man, das ist ein Case vom Ali und das ist ein Case von Johannes? Ja, weil die einfach die geilsten sind, oder? Ja, also die Größe ist schon ab und zu enorm. Also wir haben, glaube ich, die größte Gun gebaut, oder? Europe. Ja. So einen Gun gab es noch nie. Also, Das in 24 Stunden? ja, in 24 Stunden und motorisiert und mit Gatlin und gepumpt vorne und was weiß ich. Und ja, ich meine, es ist unterschiedlich. Amazing Grace, wenn man anschaut, es war so ein Schminktisch, weil das Thema war halt so. Wahrscheinlich würde keiner sagen, hey, das ist bestimmt von Ali und Johannes. Aber wir haben halt unsere eigenen Geschmäcke über Bord geworfen und gesagt, nee, jetzt muss man einen Schminktisch bauen. Wie denkt deine Frau? Ja? Und ich weiß nicht, also was meinen Geschmack angeht, natürlich stehe ich auf wildere Sachen, das wisst ihr auch. Und ja, es steht ein bisschen mehr auf Clean Look und so, aber zusammen haben wir ein cleaner Wildheit. Ja, das ist halt bei mir ein bisschen komplizierter, weil ich habe keinen konstanten Stil so richtig. Wo ich aber viel drin mache, ist halt in Möbelbau. Wo ich auch mittlerweile anfange, Computer halt im Möbelbau mit zu vereinen halt. Und was mir halt auch gefällt, ist halt die komplette Holztechnik. Das heißt, Ali ist halt so eher der Designer und ich bin halt eher derjenige, der dann hinterher die Feinheiten, was den Holzbau angeht, macht. Und ich glaube, das ist das, was bei uns im Team super passt. Weil er kann halt, sag ich, hier bei den 24-Stunden-Modding völlig ausleben, dass das hinterher vom Design her passt. Und ich kann halt daran arbeiten, dass die Präzision dazu hinhaut. Und ich glaube, das ist halt... Er ist auch in Electronics sehr gut. Und ich meine, ich kriege auch, alles habe ich hingekriegt, was ich hinkriegen wollte. Aber ich hasse Electronic. Ich hasse die ganze Verkabelung. Das sitzt da an Löten und so weiter und so fort. Das soll er ruhig machen, weil es macht ihm Spaß. Und er kennt sich auch aus damit besser. Ja, genau. Gut, dann in diesem Sinne vielen Dank an euch beiden schon mal. Und Ja. bei euch kann man sagen, das Motto wird wahrscheinlich lauten Go Big or Go Home. Und Yeah. wir sehen uns im nächsten Video.